Lektion 1: Die Genossenschaftsidee. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel mehr Zeit wir hätten, wenn wir ein Praxissemester absolvieren würden, anstatt Vollzeit zu studieren? Ich muss zugeben, das klingt faszinierend. Wie genau würde das funktionieren? Wir könnten unsere Zeit zwischen Arbeit und Schule aufteilen. Stell dir vor, du könntest praktische Erfahrungen sammeln und gleichzeitig lernen. Das klingt verlockend. Aber was, wenn wir uns zu sehr von der realen Welt ablenken lassen? Ich nehme an, Ablenkungen sind eine Gefahr. Man stelle sich nur die Kaffeepausen vor, die wir uns gönnen könnten. Gefippersen. Da sprichst du mir aus der Seele. Genau, wir könnten uns sogar bei einer Tasse Kaffee treffen. Dadurch würde sich das Lernen weniger wie eine lästige Pflicht anfühlen. Ich sehe es schon vor mir. Willkommen im Kaffeeklub des Wissens. Und unser Motto könnte lauten, genießen und studieren. Großartig. Aber was, wenn der Kaffee zu stark ist? Dann würden wir stattdessen Sipping an Zuming machen. Woher nimm und stürm. Ich spüre schon, wie das Koffein wirkt. Als nächstes werden wir mit Kaffeebohnenlieferanten Verträge aushandeln und gleichzeitig Algebra lernen. Wer hätte gedacht, dass Mathematik zur Entstehung eines Kaffeeimperiums führen könnte? Man stelle sich nur die Möglichkeiten vor. Wir könnten sogar anderen beibringen, wie man Gleichungen und Espresso-Shots in Einklang bringt. Das klingt gut. Ein Kurs über die Mathematik des perfekten Gebräus. Und wir würden einen Laborbereich für praktische Brauerfahrung einbeziehen. Ich sehe es schon vor mir. Lerne das Brauen, während du braust. Unsere Genossenschaft könnte das Bildungswesen, wie wir es kennen, revolutionieren. Oder mach es wenigstens schmackhafter. Ich bin überzeugt. Lasst uns diese Idee unseren Lehrern vorstellen. Ja, lasst uns für etwas Aufregung sorgen. Wer weiß, vielleicht lösen wir damit einen neuen Trend aus. Lektion 2: Planung einer Dinnerparty. Ich finde, wir sollten die Aufgaben für unser Abendessen aufteilen. Wie sollen wir das organisieren? Ich kann mich um die Vorspeisen und Getränke kümmern. Ich habe ein paar tolle Ideen. Das klingt fantastisch. Welche Vorspeisen schwebt Ihnen vor? Ich hatte überlegt, Bruschetta und gefüllte Champignons zu machen. Die kommen immer super an. Ausgezeichnete Wahl. Dann kümmere ich mich um den Hauptgang. Was hältst du davon, ein Bratinchen zuzubereiten? Brathähnchen klingt herrlich, wenn Sie es mit einer besonderen Würzmischung verfeinern. Absolut. Ich habe eine Geheimgewürzmischung, die es unwiderstehlich macht. Ich bin neugierig. Was planen Sie sonst noch zum Hähnchen zu servieren? Ich dachte an Knoblauchkartoffelpüree und gedünstetes Gemüse. Simpel, aber köstlich. Perfekt. Das passt hervorragend zum Hähnchen. Ich hoffe, unsere Gäste wissen die Mühe zu schätzen, die wir uns dabei machen. Das werden Sie ganz bestimmt. Wer liebt denn nicht ein gut zubereitetes Essen? Apropos, wie werden Sie die Getränke handhaben? Ich plane, eine Auswahl an Rot- und Weißwein anzubieten. Vielleicht bereite ich auch einen eigenen Cocktail zu. Ein eigener Cocktail? Damit setzen Sie neue Maßstäbe. Klar, ich stelle mir einen erfrischenden Mojito vor. Der wird bestimmt gut ankommen.
Ich kann mir schon vorstellen, wie unsere Freunde die Getränke genießen, während sie auf das Essen warten. Und ich hoffe, Ihnen schmecken die Vorspeisen genauso gut wie mir. Mit ihren Fähigkeiten werden sie zweifellos ein Erfolg. Vielen Dank. Ich werde dafür sorgen, dass sie auch schön präsentiert werden. Die Präsentation ist entscheidend. Vergessen wir nicht, mit passender Musik für die richtige Stimmung zu sorgen. Zuruf. Eine schöne Playlist hebt die Atmosphäre. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, einen unvergesslichen Abend zu veranstalten. In der Tat. Ich bin gespannt, wie sich alles entwickeln wird. Lasst uns unsere Vorbereitungen abschließen und uns darauf vorbereiten, unsere Gäste zu beeindrucken. Lektion 3. Das Vorstellungsgespräch. Wie ist dein Vorstellungsgespräch verlaufen? Es ist wunderbar gelaufen. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit. Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Was hat es denn so angenehm gemacht? Der Interviewer war sehr freundlich. Es fühlte sich eher wie ein Gespräch als ein Verhör an. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich bevorzuge eine entspannte Atmosphäre bei Vorstellungsgesprächen. Klar, es ermöglicht einem, Ideen frei auszudrücken. Haben Sie alle Fragen ohne Zögern beantwortet? Die meisten ja. Es gab allerdings eine knifflige Frage. Was war's? Ich bin neugierig. Sie fragten, was ist Ihre größte Schwäche? Ah, die klassische Frage. Wie haben Sie geantwortet? Ich sagte, meine größte Schwäche sei meine übermäßige Detailverliebtheit. Das ist eine kluge Antwort. Sie zeigt, dass Ihnen Qualität wichtig ist. Dachte, ich dachte, das wäre eine sichere Antwort. Das stimmt wohl. Ich sagte ja, meine größte Schwäche sei meine Liebe zu Snacks. Das, das ist ja ungewöhnlich. Wie haben Sie reagiert? Sie lachten und sagten, sie wüssten Ehrlichkeit zu schätzen. Das ist toll. Humor kann ein guter Eisbrecher sein. In der Tat, das macht das Vorstellungsgespräch weniger angespannt. Waren Sie zu irgendeinem Zeitpunkt nervös? Ein bisschen, aber ich habe mich daran erinnert, tief durchzuatmen. Atmen ist unerlässlich. Ich habe meine Antworten vorher geübt. Kluger Schachzug. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich fühlte mich selbstsicher, weil ich meine Hausaufgaben gemacht hatte. Das muss ich mir für mein nächstes Vorstellungsgespräch merken. Ja, Übung macht den Meister. Sind Sie gespannt darauf, von Ihnen zu hören? Absolut. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, ob ich ausgewählt werde. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Vielen Dank. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Wir werden gemeinsam feiern, wenn du die Stelle bekommst. Das klingt nach einem Plan. Vielleicht als Creme. Es wird Eis. Ich freue mich schon riesig darauf. Lektion 4. Stärkung weiblicher Athletinnen. Ich bin begeistert von unserer Initiative zur Förderung des Frauensports. Es wurde höchste Zeit, dass wir handeln.
Besuch. Wir müssen uns auf die Leichtathletik, Tennis und Softballprogramme konzentrieren. Diese Sportarten bergen ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Wie sollen wir anfangen? Ich schlage vor, dass wir eine Spendenaktion organisieren. Das könnte Aufmerksamkeit und Unterstützung erregen. Eine Spendenaktion klingt perfekt. Welche Aktivitäten sollten wir einbeziehen? Vielleicht könnten wir einen Spendenlauf für die Leichtathletikmannschaft veranstalten. Das würde Fitness und Gemeinschaftssinn fördern. Das ist eine geniale Idee. Ein Volkslauf würde sicherlich viele Teilnehmer anlocken. Außerdem könnten wir ein Tennisturnier veranstalten. Freundschaftlicher Wettkampf schweißt die Menschen immer zusammen. Ich kann mir die Begeisterung auf den Spielfeldern schon vorstellen. Und wie sieht es mit dem Softballprogramm aus? Für Softball könnten wir einen Trainingskampf organisieren. Das würde jungen Mädchen helfen, ihr Spiel zu verbessern. Ein Workshop zur Vermittlung praktischer Fähigkeiten ist eine hervorragende Möglichkeit, die Gemeinschaft einzubinden. Wie können wir unsere Veranstaltungen bewerben? Soziale Medien wären ein mächtiges Werkzeug. Wir sollten auffällige Beiträge erstellen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Da stimme ich zu. Wir könnten uns auch an lokale Unternehmen wenden, um Sponsoring zu gewinnen. Ja, lokale Unternehmen möchten oft Gemeinschaftsinitiativen unterstützen. Eine Win-Win-Situation. Ich kann die positiven Auswirkungen bereits jetzt erkennen. Wir werden viele junge Sportler inspirieren. Das ist das Ziel. Junge Mädchen durch Sport zu stärken, ist unerlässlich. Stellen Sie sich vor, welches Selbstvertrauen Sie durch die Teilnahme an diesen Programmen gewinnen werden. Und die Freundschaften, die sie dabei schließen werden. Sport schafft dauerhafte Bindungen. Genau. Wir müssen in unserer Kommunikation Teamarbeit und Führungsqualitäten hervorheben. Wir sollten auch die Eltern zur Mitwirkung ermutigen. Ihre Unterstützung ist entscheidend. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Gemeinsam können wir eine starke Bewegung schaffen. Ich bin begeistert von dem, was wir erreichen können. Diese Initiative wird etwas bewegen. Lasst uns diese Reise zur Stärkung von Sportlerinnen beginnen. Lektion 5 Universität VS Community College. Viele Studenten scheinen die Universität als unterhaltsamer zu empfinden als das Community-Kolleg. Das stimmt. Viele glauben, dass das Studentenleben abwechslungsreicher ist. Genau, sie denken oft, sie könnten Partys und Veranstaltungen unbeschwert genießen. Es ist interessant, wie diese Wahrnehmung ihre Entscheidung beeinflusst. Ich frage mich, ob Ihnen bewusst ist, dass auch ein Community-Kollege Spaß machen kann. Das kann durchaus sein. Auch Community Colleges bieten oft unterhaltsame Aktivitäten und Clubs an. Viele Studierende übersehen diese Möglichkeiten. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf das Universitätsleben. Vielleicht ist es der Reiz des Lebens auf dem Campus, der sie anzieht. Das Leben auf dem Campus hat definitiv seine Vorteile. Späte Snacks und spontane Treffen. Und vergessen Sie nicht die Freiheit. Die Studierenden können sich ihre eigenen Stundenpläne erstellen. Diese Freiheit kann jedoch ein zweischneidiges Schwert sein. Wieso? Manche könnten Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement haben und Unterrichtsstunden versäumen. Das ist ein berechtigter Einwand.
Sie mögen zwar den Spaß genießen, vernachlässigen dabei aber ihr Studium. Unterdessen müssen Studenten an Community Colleges oft Arbeit und Studium unter einen Hut bringen. Verf Sie konzentrieren sich oft auf praktische Fähigkeiten und die Vorbereitung auf den Berufseinstieg. Ein Community-Kollege kann auch eine solide Grundlage für ein späteres Studium bieten. In der Tat, viele Studenten wechseln nach ihrem Studienabschluss an Universitäten. Und das gelingt ihnen oft mit weniger Schulden. Das ist ein bedeutender Vorteil. Das stimmt. Studierende sollten ihre langfristigen Ziele berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Da stimme ich zu. Spaß ist wichtig, aber die Qualität der Bildung ebenso. Vielleicht sollten wir die Vorteile von Community Colleges effektiver bewerben. Das ist eine brillante Idee. Die Kombination aus Spaß und Bildung könnte mehr Schüler anlocken. Ja, wir könnten dazu beitragen, die Wahrnehmung von Community Colleges zu verändern. Gemeinsam können wir etwas bewegen. Wer sagt denn, dass Bildung keinen Spaß machen kann? Ja, Lernen kann in jeder Umgebung Spaß machen. Lasst uns die Botschaft verbreiten und die Schüler ermutigen, alle ihre Möglichkeiten auszuloten. Lektion 6: Die Bärenbegegnung. Du wirst nicht glauben, was mir gestern auf meiner Wanderung passiert ist. Wurf, das klingt ja spannend. Was hast du denn erlebt? Ich bin auf dem Wanderweg einem Schwarzbären begegnet. Das war ein richtiges Abenteuer. Bitte, das ist ja aufregend und furchterregend zugleich. Was hast du getan? Zuerst war ich wie gelähmt. Ich dachte, ich wäre in einer Tierdokumentation. Wirkte es freundlich oder war es bereit zum Aufladen? Es sah nicht freundlich aus. Es durchwühlte einige Büsche und bemerkte meine Anwesenheit überhaupt nicht. Das ist ja nervenaufreibend. Wie haben Sie es geschafft, ruhig zu bleiben? Ich erinnerte mich an das, was ich gelernt hatte. Nicht trennen und keinen Lärm machen. Also fing ich an, mit ihm zu reden. Mit einem Bären reden. Das ist ja eine interessante Strategie. Was hast du gesagt? Ich sagte, hallo, Herr Bär. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich hoffe, es hat dich verstanden. Hat es dir überhaupt zugehört? Zu meiner Überraschung hob es den Kopf und sah mich an. Ich dachte, ich würde in Ohnmacht fallen. Was geschah dann? Als du die Flucht ergriffen, Keineswegs. Ich wich langsam zurück und redete dabei weiter. Ich wollte es nicht erschrecken. kluger Schachzug. Bären können unberechenbar sein. Genau. Nach ein paar Augenblicken verlor es das Interesse und suchte weiter nach Futter. Puh, das klingt nach einer knappen Angelegenheit. Wie haben Sie sich danach gefühlt? Ich empfand eine Mischung aus Erleichterung und Begeisterung. Ich hatte noch nie zuvor einen Bären aus der Nähe gesehen. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Ich hätte wahrscheinlich geschrien. Ich hätte es beinahe geschafft. Aber ich erinnerte mich an mein Training. Du solltest stolz auf deinen Mut sein. Nicht jeder würde damit gut umgehen. Danke. Ich glaube, ich brauche ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich habe eine Bärenbegegnung überlebt“. Das wäre ein hervorragender Gesprächseinstieg.
Ich könnte es bei unserer nächsten Wanderung tragen. Nur für den Fall, dass wir wieder einem Bären begegnen. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Vielleicht sollten wir uns an weniger abenteuerliche Wege halten. Einverstanden. Aber ich muss zugeben, es ist eine tolle Geschichte. Lektion 7. Intelligente Planung. Ich muss sagen, die Planung einer Reise kann ein echtes Abenteuer sein. In der Tat. Haben Sie schon einmal versucht, Ihre Route im Voraus zu planen? Ich selbst habe es nicht ausprobiert, aber ich habe gehört, dass es eine kluge Strategie ist. Das stimmt absolut. Es spart Zeit und reduziert Stress. Das klingt logisch. Was schlagen Sie vor, was ich in meinen Plan aufnehmen sollte? Zuerst sollten Sie alle Orte identifizieren, die Sie besuchen möchten. Das leuchtet ein. Sollte ich sie dann in eine logische Reihenfolge bringen? Genau, das hilft, unnötige Rückwege zu vermeiden. Verstehe. Wie sieht es mit dem Zeitaufwand an den einzelnen Standorten aus? Guter Punkt. Zeitschätzungen helfen, den Zeitplan einzuhalten. Sollte ich auch die Verkehrslage berücksichtigen? Hilf. Der Verkehr kann unberechenbar sein, besonders während der Stoßzeiten. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Gibt es sonst noch Tipps? Klar, man sollte immer einen Plan B haben. Ein Ausweichplan? Das klingt klug. Ja, nicht immer läuft alles nach Plan. Ich danke Ihnen für Ihren Rat. Ich fühle mich jetzt schon besser vorbereitet. Das freut mich zu hören. Tarnen kann Spaß machen. So scheint es. Ich werde diesen Prozess jetzt viel mehr genießen. Das wirst du. Denk nur daran, flexibel zu bleiben. Flexibilität ist der Schlüssel, das verstehe ich. Ja, jetzt genießen wir erst einmal diesen Kaffee, während wir unsere Routen planen. Eine perfekte Idee. Lass uns diese Reise unvergesslich machen. Lektion 8. Geschmacksabenteuer. Haben Sie hier schon einmal die lokalen Spezialitäten probiert? Nein, habe ich nicht. Was empfehlen Sie? Ich schlage vor, wir beginnen mit den frischen Früchten. Sie sind absolut köstlich. Das klingt verlockend. Welche Früchte haben Sie denn? Sie haben exotische Früchte wie Drachenfrucht und Litschi. Hast du sie schon einmal probiert? Ich kenne sie nur von Bildern. Ich würde sie sehr gerne mal probieren. Super. Lasst uns einen Händler finden, der sie verkauft. Schau mal, da drüben ist ein Stand. Sollen wir hingehen? Ja, gehen wir zum Stand und bitten wir um eine Probe. Ich bin gespannt. Probieren ist der beste Weg, um sich zu entscheiden. In der Tat. Vielleicht entdecken Sie heute eine neue Lieblingsfrucht. Ich hoffe es. Was sollten wir hier sonst noch erkunden? Auch die lokalen Backwaren sollte man unbedingt probieren. Sie sind für ihre einzigartigen Aromen bekannt. Wie viel? Welche Geschmacksrichtungen bieten Sie an? Sie haben alles von Lavendel bis Kardamom. Ziemlich abenteuerlich, nicht wahr? Besuch.
Der Lavendelgeschmack reizt mich sehr. Lasst uns den Bäcker nach einer Empfehlung fragen. Gute Idee. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Na dann los. Lasst uns daraus ein genussvolles Abenteuer machen. Ja, ich bin bereit für eine kulinarische Reise. Gemeinsam werden wir das Beste entdecken, was dieser Markt zu bieten hat. Ich bin begeistert. Lasst uns in dieses lokale kulinarische Erlebnis eintauchen. Nach unserer Verkostung können wir unsere Favoriten mit anderen teilen. Lektion 9. Die Kunst des Kochens mit Keramikmessern. Ich habe mir vor kurzem ein Keramikmesserset gekauft. Die sind wirklich bemerkenswert. Diffe, ich habe gehört, sie seien langlebig und blieben lange scharf. Stimmt das? Absolut. Ich habe sie schon mehrmals benutzt und bin von ihrer Leistung beeindruckt. Das klingt fantastisch. Wie schneiden Sie im Vergleich zu herkömmlichen Metallmessern ab? Sie sind leichter, was das Gemüseschneiden deutlich erleichtert. Es geht fast mühelos von der Hand. Das kann ich mir vorstellen. Benötigen Sie denn besondere Pflege? Ja, man muss sie vorsichtig behandeln. Sie sind nicht so verzeihend wie Metallmesser, wenn man sie fallen lässt. Das leuchtet ein. Man muss wohl vorsichtig sein. Wie gehen Sie mit schwierigeren Zutaten um? Überraschend gut. Ich habe gestern Kürbis geschnitten und es ging kinderleicht. Das ist wirklich beeindruckend. Ich habe oft Schwierigkeiten mit härterem Gemüse. Du solltest sie unbedingt ausprobieren. Sie machen das Kochen viel angenehmer. Das würde ich sehr gerne tun. Meinst du, ich könnte sie auch zum Brotschneiden verwenden? Ich würde davon abraten. Ihr Design ist besser für Obst und Gemüse geeignet. Gut zu wissen. Ich möchte so ein schönes Messerset nicht ruinieren. Genau. Es sind nicht nur Werkzeuge, sondern wahre Kunstwerke in der Küche. Ich verstehe, warum Sie davon begeistert sind. Das klingt nach einer lohnenden Investition. Das stimmt wirklich. Außerdem machen sie mir das Kochen viel mehr Spaß. Lektion 10. Die verlorene Kunst der Konversation. Ich vermisse definitiv die Zeiten, als die Leute sich noch tatsächlich miteinander unterhielten. Ich teile diese Ansicht. Es scheint, als ob alle an ihren Bildschirmen festkleben. Genau. Weißt du noch, als wir stundenlang ungestört reden konnten? Tja, das waren die schönsten Momente. Die Gespräche wirkten dadurch bedeutungsvoller. Es ist bedauerlich, dass die sozialen Medien die Oberhand gewonnen haben. Das ist es in der Tat. Aber wir können die Kunst des Gesprächs wiederbeleben. Wie schlagen Sie vor, dass wir das bewerkstelligen? Beginnen wir damit, unsere Handys während unserer Gespräche wegzulegen. Eine geniale Idee. Ich bin voll dabei. Zu ver- Welches Thema sollten wir zuerst besprechen? Wie steht es mit der Bedeutung der persönlichen Kommunikation? Ausgezeichnete Wahl. Das stärkt die Beziehungen, nicht wahr? Absolut.
Ich fühle mich stärker eingebunden, wenn ich die Mimik meines Gegenübers sehen kann. Ja, auch Körpersprache sagt so viel aus. Das ist absolut richtig. Und wie sieht es mit den Hörfähigkeiten aus? Zuhören ist entscheidend. Es zeigt, dass wir die Gedanken des anderen wertschätzen. Ich stimme zu. Es bereichert die Gespräche ungemein. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie oft sich die Leute gegenseitig unterbrechen? Ja, das ist ziemlich ärgerlich. Das stimmt wirklich. Geduld ist der Schlüssel zu einem guten Gespräch. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Vielleicht sollten wir das zusammen üben. Das fände ich toll. Lasst uns gegenseitig herausfordern. Wie wäre es, wenn wir jede Woche ein zufälliges Thema besprechen? Eine wunderbare Idee. Ich bin schon ganz aufgeregt. Tja, lasst uns die Freude am Gespräch zurückbringen. Ich bin gespannt, wie sich unsere Gespräche entwickeln werden. Lektion 11. Reiseziellerkundung. Ich freue mich riesig auf unseren bevorstehenden Rohrtrieb. Das klingt toll. Gibt es bestimmte Städte, die Sie empfehlen würden? Absolut. Ich habe wunderbare Dinge über ein malerisches Städtchen namens Aschwelle gehört. Pfeffel, was macht diesen Ort so besonders? Es ist bekannt für seine atemberaubenden Bergpanoramen und seine lebendige Kunstszene. Das klingt ja verlockend. Gibt es irgendwelche Sehenswürdigkeiten in der Gegend? Ja, es gibt wunderschöne Wanderwege und Kunstgalerien zu entdecken. Ich liebe Wandern. Das wäre eine fantastische Möglichkeit, die Natur zu genießen. In der Tat. Außerdem stellen die lokalen Künstler ihre Werke oft im Freien aus. Das klingt herrlich. Und wie sieht es mit dem Speisenangebot aus? Die Stadt ist berühmt für ihre Restaurants, die Produkte direkt vom Bauernhof anbieten. Ich schätze frische Lebensmittel. Ich muss unbedingt die lokale Küche probieren. Sie werden nicht enttäuscht sein. Sie haben fantastische saisonale Gerichte. Ich kann mir die köstlichen Aromen schon vorstellen. Gibt es noch andere Städte, die man in Betracht ziehen sollte? Wie wäre es mit einem Besuch in einer Küstenstadt wie Beiwief? Beiwif klingt herrlich. Was kann man dort unternehmen? Sie können am Strand entspannen und Wassersport treiben. Das klingt nach einer perfekten Möglichkeit, sich zu entspannen. Direkt am Ufer gibt es außerdem charmante Cafés. Ich kann mir vorstellen, wie ich beim Meerblick meinen Kaffee trinke. Genau. Es ist der ideale Ort zum Entspannen und Vergnügen. Ich bin überzeugt. Lasst uns beide Städte in unsere Reiseroute aufnehmen. Großartige Idee. Diese Reise wird unvergesslich werden. Lektion 12. Die Kunst des Verstehens. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass jeder Mensch die Dinge anders wahrnimmt? Ruf. Es ist faszinierend, wie unsere Erfahrungen unsere Gefühle prägen. Genau. Manchmal frage ich mich, was im Kopf eines anderen Menschen vorgeht. Das ist eine tiefgründige Frage. Es ist wie ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden.
In der Tat, wir gehen oft davon aus, dass andere genauso empfinden wie wir. Ja, aber das ist nicht immer der Fall. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Wie können wir wirklich verstehen, was ein anderer Mensch erlebt? Aktives Zuhören ist ein guter Anfang. Es zeigt, dass uns ihre Gefühle wichtig sind. Ich stimme zu. Offene Fragen können so viel mehr ans Licht bringen. Ja, es ermutigt den anderen, seine Gedanken frei zu äußern. Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich die richtigen Fragen stellen soll. Das ist verständlich. Es braucht Übung, um ein guter Kommunikator zu werden. Was ist, wenn jemand seine Gefühle nicht mitteilen möchte? Wir müssen ihre Grenzen respektieren. Jeder öffnet sich in seinem eigenen Tempo. Das ist ein weiser Rat. Geduld kann zu tieferen Verbindungen führen. Ganz genau. Verständnis erfordert Empathie und Zeit. Es ist bemerkenswert, wie viel wir voneinander lernen können. Tja, jedes Gespräch kann ein Fenster in eine andere Welt sein. Ich genieße es, neue Perspektiven zu entdecken. Es bereichert mein Leben. Tja, lasst uns diese Kunst des Verstehens weiter üben. Absolut. Gemeinsam können wir eine empathischere Welt schaffen. Lektion 13. Kreativer Ausdruck. Das ist ja toll. Ich male und zeichne sehr gerne. Wiffel, welcher Stil gefällt Ihnen am besten? Ich liebe den Impressionismus. Er fängt Emotionen wunderschön ein. Der Impressionismus ist faszinierend. Ich bewundere die Verwendung von Farben. Vielen Dank. Und Sie? Welche Art von Fotografie machen Ihnen Spaß? Ich fühle mich besonders zur Naturfotografie hingezogen. Naturfotografie. Das klingt wunderbar. Tja, ich liebe es, Landschaften und Wildtiere zu fotografieren. Haben Sie einen Lieblingsort für Ihre Fotos? Die Berge sind mein Lieblingsort. Die Aussicht ist atemberaubend. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Malerei und Fotografie zu kombinieren? Das ist eine interessante Idee. Wie würde das funktionieren? Sie könnten Ihre Fotografien als Inspiration für Gemälde verwenden. Das gefällt mir. Es würde meiner Arbeit eine einzigartige Dimension verleihen. Genau. Man könnte die beiden Kunstformen wunderbar miteinander verbinden. Das könnte ich ja mal ausprobieren. Fertigst du manchmal Skizzen nach Fotos an? Ja, das tue ich. Es hilft mir, meine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist eine hervorragende Vorgehensweise. Sie fördert auch die Beobachtungsgabe. Ja, genau. Welche Kamera benutzt du zum Fotografieren? Ich benutze eine DSLR. Sie bietet eine große Vielseitigkeit. Ich habe gehört, die sind ausgezeichnet. Macht es dir Spaß, deine Fotos zu bearbeiten? Ja, das tue ich. Durch die Bildbearbeitung kann ich die Stimmung der Bilder verstärken. Das leuchtet ein. Es verleiht dem Ganzen eine persönliche Note.
Ja, bei Kunst geht es schließlich um persönlichen Ausdruck. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Wir sollten unbedingt mal gemeinsam ein Projekt realisieren. Das wäre fantastisch. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Lasst uns Ideen austauschen und uns gegenseitig inspirieren. Lektion 14. Strategische Planung. Ich bin der Ansicht, dass Investitionen unerlässlich sind, bevor wir irgendwelche Änderungen an unserem Projekt vornehmen. Einverstanden. Können wir auch die konkreten Bereiche besprechen, die verbessert werden müssen? Selbstverständlich. Zunächst sollten wir unsere aktuelle Marketingstrategie evaluieren. Das ist ein guter Punkt. Gibt es bestimmte Methoden, die Sie im Sinn haben? Ich denke, wir sollten digitale Marketingkanäle ernster nehmen. Digitales Marketing könnte ein breiteres Publikum erreichen. Da stimme ich zu. Genau. Social-Media-Plattformen können sehr effektiv sein. Wie sieht es mit unserem Budget für diese neuen Strategien aus? Wir müssen die Mittel klug einsetzen, um unsere Wirkung zu maximieren. Das klingt vernünftig. Vielleicht könnten wir mit einem kleinen Versuch beginnen. Ein Probelauf würde es uns ermöglichen, unsere Ideen ohne größeres Risiko zu testen. Ich finde diesen Ansatz gut. Er lieferte uns wertvolle Erkenntnisse. Wir sollten auch die Strategien unserer Konkurrenten analysieren. Der aus ihren Erfolgen und Misserfolgen zu lernen, könnte uns leiten. Absolut. Es ist unerlässlich, über Branchentrends informiert zu bleiben. Sollen wir einige Daten sammeln und sie nächste Woche präsentieren? Das ist ein toller Plan. Ich werde Informationen über die Konkurrenz sammeln. Und ich kann mich auf potenzielle Marketingkanäle konzentrieren. Perfekt. Durch die Zusammenarbeit wird der Erfolg unseres Projekts gesteigert. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können. Ich auch. Mit sorgfältiger Planung können wir wirkungsvolle Veränderungen bewirken. Lasst uns dafür sorgen, dass unsere Investitionen positive Ergebnisse bringen. Einverstanden. Auf strategische Planung und zukünftigen Erfolg. Lektion 15. Stärke ist wichtig. Ich habe darüber gelesen, wie viele Menschen aufgrund von Muskelschwäche an Verletzungen leiden. Das ist sehr besorgniserregend. Welche Arten von Verletzungen kommen am häufigsten vor? Häufig hängt es mit dem unteren Rücken und den Knien zusammen. Schwache Muskeln können zu mangelnder Stabilität führen. Das leuchtet ein. Starke Muskeln sind für Stabilität und Gleichgewicht unerlässlich. Genau. Krafttraining kann helfen, solche Verletzungen zu vermeiden. Sind Sie der Meinung, dass jeder Krafttraining in seinen Alltag integrieren sollte? Ich glaube schon. Es ist für Menschen jeden Alters von Vorteil. Und was ist mit denen, die sich vom Gewichtheben eingeschüchtert fühlen? Sie können mit Übungen mit dem eigenen Körpergewicht beginnen. Diese sind sehr effektiv. Das ist ein wichtiger Punkt. Einfache Übungen können eine solide Grundlage schaffen. Ja, schon Aktivitäten wie Kniebeugen und Liegestütze können etwas bewirken. Ich nehme an, Kontinuität ist der Schlüssel. Wie oft sollte man trainieren?
Idealerweise sind 2 bis 3 Mal pro Woche ein guter Anfang. Das klingt machbar. Wie sieht es mit den Übungen aus? Dehnen ist unerlässlich. Es ergänzt das Krafttraining und verbessert die Flexibilität. Ich werde definitiv mehr Dehnübungen in mein Trainingsprogramm einbauen. Sie werden die Vorteile im Handumdrehen bemerken. Ich schätze Ihren Rat. Es ist immer gut, einen Plan zu haben. Lasst uns versprechen, uns auf diesem Weg gegenseitig zu motivieren. So, gemeinsam können wir unsere Körper stärken und Verletzungen vorbeugen. Auf eine gesündere, stärkere Zukunft.